Um als deutsche Privatperson ein Haus in Japan zu kaufen und zu renovieren, sind mehrere Schritte und Anmeldungen erforderlich. Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Schritte und Anforderungen. Erstens: Visa und Aufenthaltserlaubnis. Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie über ein geeignetes Visum verfügen, um sich für längere Zeit in Japan aufzuhalten. Für den Erwerb einer Immobilie an sich ist kein spezielles Visum erforderlich, aber für Renovierungsarbeiten und längeren Aufenthalt könnte ein Arbeitsvisum oder ein langfristiges Aufenthaltsvisum notwendig sein. Zweitens: Finanzierung und Bankkonto. Für den Kauf einer Immobilie benötigen Sie eine Finanzierung. Dies könnte über eigene Mittel oder über einen Kredit geschehen. In Japan ist es hilfreich, ein japanisches Bankkonto zu haben, um die Transaktionen durchzuführen. Es ist möglich, ein Bankkonto zu eröffnen, wenn Sie ein gültiges Visum und eine Adresse in Japan haben. Drittens: Immobilienerwerb. Der Kauf einer Immobilie in Japan durch Ausländer ist grundsätzlich erlaubt. Der Prozess beinhaltet: Recherche. Finden Sie eine geeignete Immobilie über Makler oder Immobilienportale. Kaufvertrag. Ein schriftlicher Kaufvertrag muss aufgesetzt und unterzeichnet werden. Es ist ratsam, einen Anwalt oder Notar hinzuzuziehen. Anzahlung. Eine Anzahlung, typischerweise 10%, ist bei Unterzeichnung des Kaufvertrags fällig. Restzahlung und Übertragung. Der restliche Kaufpreis wird bei der endgültigen Übertragung der Immobilie fällig. Dies beinhaltet auch die Registrierung der Immobilie auf Ihren Namen beim zuständigen Grundbuchamt, Legal Affairs Bureau. Viertens: Registrierung und Steuern. Nach dem Kauf der Immobilie müssen verschiedene Registrierungen und steuerliche Angelegenheiten erledigt werden. Grundbuchamt. Registrierung der Immobilie auf Ihren Namen. Steuern. Zahlung von Grunderwerbssteuern und jährlichen Grundsteuern. Es ist wichtig, sich über die Steuersätze und Fristen zu informieren. Fünftens. Renovierung. Für Renovierungsarbeiten sind weitere Schritte notwendig. Genehmigungen. Abhängig vom Umfang der Renovierung benötigen Sie möglicherweise Genehmigungen von der lokalen Baubehörde, Bauunternehmen. Beauftragen Sie ein Bauunternehmen, das die Renovierung durchführt. Es ist ratsam, Angebote von mehreren Firmen einzuholen und Verträge sorgfältig zu prüfen. Baubeginn. Nachdem alle Genehmigungen eingeholt und Verträge abgeschlossen sind, können die Renovierungsarbeiten beginnen. Sechstens. Wohnsitzanmeldung. Wenn Sie planen, nach der Renovierung in Japan zu wohnen, müssen Sie sich bei der lokalen Meldebehörde anmelden. Dies ist notwendig, um offiziell in Japan zu leben und Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Wasser und Strom nutzen zu können. Siebtens. Weitere Überlegungen. Sprache. Kenntnisse der japanischen Sprache oder die Unterstützung durch einen Dolmetscher können den Prozess erheblich erleichtern. Rechtliche Beratung. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Zusammengefasst erfordert der Kauf und die Renovierung einer Immobilie in Japan als ausländische Privatperson eine sorgfältige Planung und die Erfüllung mehrerer administrativer und rechtlicher Schritte. Es ist ratsam, sich frühzeitig über alle notwendigen Anforderungen zu informieren und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um den Prozess reibungslos zu gestalten.